So, wir schauen jetzt ein Video über eine wirklich diskriminierte Gruppe von Menschen auf diesem Planeten. Wir kümmern uns jetzt endlich mal wieder um die wirklich Diskriminierten. Wir kümmern uns jetzt um die Männer. Es wird mal wieder Zeit, dass wir bei all diesem Feminismus, der hier auf dieser Plattform passiert, du kommst ja hier Frauen, da Flinter, hier Marginalisierte und wir Männer, wir haben eigentlich schon gar keine Bühne mehr. Wir kriegen gar keine Plattform und dabei sind wir eigentlich die es am schwersten haben von allen. Ne? Am Ende des Tages ist die gefährlichste Krankheit immer noch die Männergrippe und für mich persönlich ist auch Rassismus gegen Männer so ziemlich das größte Problem auf diesem Planeten. Deswegen finde ich es gut, mal darüber zu sprechen. The insanely profitable business of exploiting lonely men. Tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem, da einsame Incels immer mehr werden. Das ist so. Und andere Männer aus diesen einsamen Männern Geld machen. Jordan Peterson, Andrew Tate, bestimmt schon mal von gehört. Eine Alpha Academy nach der anderen, eine Hustlers Universe nach der nächsten. Das beschränkt sich bedauerlicherweise nicht nur auf Amerika. Wir haben mit Champ Life genau diese Versagerveranstaltung auch für deutsche einsame Männer. Einsame Männer, eine sehr profitable Gruppe. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Schavoskar, I find mir sutens wie Schana o ernsthaften Thematiken mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandeln. Außerdem, was ist denn bei den ganzen Themen mit den Männern? Nix darf mal mehr. Prost. An der Stelle. Und deswegen schauen wir uns das jetzt an. The insanely profitable business of exploiting lonely men. If there's one thing that the internet has taught me, it's that you can monetize just about anything. Ice cream so good, yes, popcorn. Ice cream so good. Ice cream so good. Imagine my lack of surprise when people monetized the epidemic of sad and lonely men. Hustle University is the greatest thing that exists on the face of the planet. That's what I want to teach you on this course. Wusstet ihr, dass Andrew Tate der größte und bekannteste Mensch auf diesem Planeten gewesen ist? So im Internet? So Andrew Tate wirklich so die größte Nummer gewesen ist? Unplugging from the matrix of fitness and game. And you might be thinking, oh, how big is this? Well, business is booming. Dozens of people, loads of YouTube channels that are earning millions of dollars a year selling a lie, claiming to have answers to a very real problem, but just making everything worse. So let's go on a journey together. I'm gonna put on my Morpheus cosplay and hand you that red. Wusstet ihr, dass laut den Schreibern von Matrix Red Pill für Trans-Voting steht? Pill. We're going down the rabbit hole of truth. Schon absurd, wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser Begriff gänzlich vereinnahmt worden ist. Von irgendwelchen Trotteln, die jetzt denken, wenn sie Red Pill sind, wissen sie, dass, ne? I'm red pilling the red pill and breaking these lonely, desperate men out of their Andrew Tate worshipping mind matrix. Ja, da unscheiß, ne? US-amerikanischer Content ist immer so. Oder? One thing that is impossible to ignore when discussing the rise of internet ideologies and movements is that of misinformation and bias. Sneeko auch unterste Schublade. Ist das Sneeko? Nee, das ist Kira TV. Wer ist Sneeko? Ich kenne Sneeko nicht. Wer ist Sneeko? Andrew Tate für 5-Jährige. Within the media. Clickbait-driven headlines and manipulative algorithms often make it difficult to know where to get reliable information. That's why I've been using Ground News, an app and website that combines news from around the world in one place and provides context that mainstream media does not, like political affiliation, source ownership, wow. Holy shit. and factuality ratings. They are a small team working to hold the media accountable, and they are sponsoring this video. For instance, let's search Andrew Tate. On the website, we can see there are almost 500 stories published on him in the last 3 months. Ground News shows the top articles and even blind spot stories that are underreported by the media. Look at this story.
Apple removing Tate's app. Only 33% of coverage on this story is coming from the right, making a blind spot for anyone who doesn't get their information from these sources. Bruder, das ist ja eine absolute Babo-Seite. It's interesting to see some sources headline the claims, calling the app misogynistic and a pyramid scheme, while others say Apple was slammed for keeping the app. Ground News makes it super easy to understand where even your own bias might be. It is an important resource to avoid living in a bubble of algorithm-driven coverage. Go to ground.news/Kira and sign up through my link, and get 30% off unlimited access to data-driven information through my link before October 15th. CNN bei eher links ist aber auch Peak Comedy. Also gemessen an amerikanischem Standard ist CNN tatsächlich eher links. Also, ne, da wird jetzt nicht zur kommunistischen Weltrevolution ausgerufen. Aber schau dir doch mal an, was auf dem amerikanischen Markt so unterwegs ist. What is the red pill? How did we get here? Why does it exist? And who cares? All very important questions, but let's tackle them in order of importance. So what is the red pill? The red pill has been many things. Originally, it was an allegory for transgender, according to the creator of the term, Lily Wachowski, who popularized it in The Matrix. However, and very ironically, now the red pill is used by a group of predominantly men who co-opt it as an ideology around how to live life, specifically about the real truth of society and their place within it. In Amerika wäre CDU, CSU das Linkeste, was die je gehabt hätten. Nein. Also das ist noch nicht mal als Persiflage zu gebrauchen. Ne? Also CDU, CSU und AfD würden einfach straight up in Republikaner reinpassen. Straight up. This mostly pertains to masculinity, conspiracy theories, making money, and women. The red pill is also not the only word that this movement goes by. It can also, in many popular spaces, be substituted with the word FDP nicht, doch, FDP. FDP wäre nicht Republikaner. Die Wirtschaftspolitik der FDP ist verglichen mit dem, was in Amerika existiert, sehr links. Ne? Und progressiv. Also, das ist ein bisschen dämlich zu verstehen. Aber das, was wir hier an der FDP als rechts empfinden, ist in Amerika alles auf Steroiden bereits Realität. Privatisiertes Gesundheitssystem, privatisiertes Bildungssystem, ne, komplette Marktdominanz, wenn du nichts hast, stirbst du, ne? Sozialdarwinismus im Kapitalismus, das ist ja all das, was die FDP hier im besten Fall umsetzen wollen würde, gibt es ja in Amerika schon. Also ist gemessen an dem, was tatsächlich umzusetzen wäre, die FDP eine sehr linksliberale Partei in Amerika. Ja, weil auf gesellschaftlicher Ebene schon sehr viel gefordert wird von der FDP, was in Amerika schon als linksextrem gilt. Ne? Manosphere. If you've not heard of these things, you might be surprised to learn just how huge this movement is. So the question of how we got here comes down to one man, sort of. Am I successful? Am I competent? You know, am I achieving things? Am I respected? If you start to look at these indicators of your life, you're going to end up being happier. Now, I do need to say that Andrew Tate himself has said he isn't red pill and that he finds the whole concept and most of the people involved to be cringe, but his unwillingness to co-opt the term is irrelevant to the reality, and that is his talking points are almost identical to the whole space, and his popularity is what has accelerated the movement. Bruder, the most googled man on earth, Andrew Tate. Verfickte Scheiße, ne? Die Auswirkungen von Jordan Peterson und Andrew Tate, auch auf unsere Jugend hier in Deutschland, die haben wir wirklich unterschätzt, ne? Ich zum Beispiel habe Andrew Tate immer als Versager so wahrgenommen, habe den so am Rande mal ein bisschen ausgelacht. Aber wie gefährlich dieser Mann ist, komplett unterschätzt, ne? Komplett unterschätzt. Er ist auch ein Versager, ja, selbstverständlich ist er ein Versager. Aber er ist in den Augen von einsamen Incels eben kein Versager. So, in den Augen von einsamen Männern, die zu Hause sitzen und ihr eigenes Leben hassen, ist er ein erstrebenswertes Vorbild. Der bedient die richtigen Trigger und hat ein brutal gutes Marketing. Wird komplett unterschätzt von mir. And I do mean accelerated, because even without Andrew Tate or any other manosphere figurehead, this was an inevitability in modern society.
We were already headed down this path. Andrew Tate was never the cause. He was simply the most prevalent symptom. Naja, ich mag ihn trotzdem nicht. Also, okay, um das vielleicht nochmal in den Kontext zu setzen. Wenn ich sage, dass ich ihn unterschätzt habe, dann heißt das nicht, dass ich ihn mochte oder mag. So, wenn ich sage, dass ich ihn unterschätze, dann heißt das, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass es irgendjemanden gibt, der sich sektenhaft an seine Worte klammert. Und erst recht nicht, dass es so viele gibt. Ja. Gut, dass du das nochmal einordnest. Tom, why do I say this? Well, let's answer the question of why it exists in the first place. It'll probably only take you a few minutes to Google search if you've not already seen these very shocking statistics when it comes to the rise of loneliness in men, especially young men. This is the real epidemic that is going to claim more lives than any contagious disease, and it's eroding the very foundation of modern society. For the record, this problem does not just envelop men, but it is more prevalent statistically for a multitude of reasons. On the face of it, men have less friends than ever before, they spend less time socializing with the friends that they do have than ever before, they're virgins for far longer, have sex less frequently overall, and they are self-deleting at an alarmingly high rate, with numbers trending upwards greater than ever before. They're also less likely to seek mental health assistance, more likely to turn to drugs or substance abuse to cope with these factors which don't even play into the self-deleting stat, and are overall becoming increasingly disenfranchised with the world, or most importantly, their place within it. So to answer the question of why Andrew Tate, why the Red Pill, why the Manosphere, Sneeko, podcasts like Fresh and Fit, the Red Pill Godfather, Rollo Tomasi, and many others exist, it's very simple. It's because they need to exist. Supply and demand. These people didn't just appear for no reason. They arrived at the right time with the right message. And that is obviously not me giving them my rubber stamp of approval, as I believe each one of the people I just listed, as well as the majority of the Manosphere space, is a counterintuitive detriment to young men's lives. For reasons that we'll mostly go over in the next section, this is just me saying that this movement didn't arrive overnight for no reason and brainwash hundreds of millions of men. The male loneliness epidemic was already here. It's a cancer eating society. The Manosphere presented itself as chemotherapy, bringing with it total destruction of the body, but without the added benefit of potentially eradicating the cancer. Not to say there are no good pieces of advice from any of these people, or a well-rationed person couldn't learn a few real truths from these spaces, such as eating right, exercising, socializing, and trying to better your situation financially, but these few truths are things almost anybody could tell you, without the added baggage of what is adjacent to the grift of these male self-help gurus. I'm of course talking about conspiracy theories and hatred. Obesity comes from you Jews affecting our media I'm with the your reason fucking... you're fat. No, you guys bought McDonald's and all that shit. One of the very few men on earth I do trust, good old Alex Jones, he said this 2 months before. Warum wurde Weed Cobra gebannt? Weed Cobra wird gebannt. Allerdings ganz ehrlich, Jordan B. Peterson ist schon ein Ehrenbrei, habe auch alle seine Bücher. Also ich meine, das kann man schon bannen, aber es ist doch eher ein Armutszeugnis, oder? Also ganz ehrlich, was musst du eigentlich für ein Versager sein, wenn dir Jordan B. Peterson Bücher helfen? VIP, by the way. Weed Cobra 77 ist der erste VIP gewesen, der aus den gleichen Gründen VIP bist wie du. Sehr fragwürdig. Also, das ist jetzt auch schon wieder ein Eigentor. In der Geschichte meines Kanals gibt es 2 VIPs, die VIP sind, damit die Mods jeden Beitrag lesen können, weil das in den meisten Fällen gebannt werden sollte. Also, das ist ein klassisches Eigentor. Ne? Das ist quasi... Jordan Peterson ist jemand, der so Selbstverbesserungs- und Selbstoptimierungsbücher veröffentlicht für einsame Incels, die Frauen hassen und sich selber noch viel mehr als Frauen.
Und da steht sowas drin wie, wenn du morgens aufwachst, dann stell dir einen Wecker. Und dann steht da drin, und wenn du, also du musst dir, ich versuche mich immer in die Köpfe dieser Leute hineinzuversetzen, die sagen, Jordan Peterson er hat mein Leben verändert, weil da steht sowas drin wie, wenn dein Wecker einmal klingelt, dann steh auf. Also das steht da. Und dann stehen da so Sachen wie, nur schwache Männer drücken auf den Snooze-Button, weil du dann deine Produktivität verzögerst. Und dann stehen da so Sachen drin wie, wenn du aufwachst, trink einen Liter Wasser und mach dein Bett. Das bringt Ordnung und Struktur in deinen Alltag. Wenn du wütend bist, geh kalt duschen. Das sind völlig sinnvolle Tipps. Ja. Ja. They don't want you to be masculine. The biggest threat to their agenda is an independent, free-thinking man. And to answer the last question of who... Übrigens ist ein independent, free-thinking man schon immer das Problem für fucking alle Probleme auf diesem Planeten gewesen. Also free-thinking, independent man sind einfach das Problem und der Ursprung allen Übels auf diesem Planeten. Cares. Well, I know on social media nobody really cares about the fact that young men in particular are suffering, because it's cool to be inclusive and empathetic to everybody, except for those. Jetzt bin ich verwirrt. Also ich sage ja nicht, dass der mein Leben verändert hat. Ich kann dir allerdings sagen, dass die Bücher durchaus manchmal gut sind zu lesen. Der Typ ist ein Fascho. Jordan Peterson ist ein verfickter Fascho, Junge. Der transfeindliche, konservative Alt-Right-Agenda pusht. Those you deem to have power as a... Jordan Peterson schreibt Bücher für Versager. Jordan Peterson schreibt Bücher für Männer, die in allem, was sie tun, versagen und sich krampfhaft an irgendein hunderte Jahre altes Rollenbild festklammern, wo sie ihr gesamtes Dasein versagen, das zu erreichen und deswegen irgend so einen Wichser benötigen, der diese Bilder selber nicht erreicht, aber trotzdem irgendwie das in Bücher schreibt. Und dann liest man das und denkt sich, wow, so wäre ich auch gerne. Ja. Nee, so bist du nicht und so wirst du auch nicht. Und es ist auch nicht erstrebenswert, so zu werden. Group, despite the fact that most Ein Buch von einem Versager für Versager. average men have little to no power all over their own lives, let alone society. But you should care. Ich meine, hast du dir den mal angeguckt alleine? Das ist ein schwer drogensüchtiger Versager, der Bücher schreibt, wie du dein Leben in den Griff bekommst. Willst du mich verarschen oder was? Because this is a reflection of that society. Not just that, but you probably have men in your lives as well that are struggling with things like this. Warum soll er nicht jüngeren Männern helfen, die Selbstmordgedanken haben? Sind das diese Versager? Ah, er hilft also jungen Männern, die Selbstmordgedanken haben, indem er sich in Sendungen reinsetzt und sagt, als Psychologe, der praktiziert, dass Depressionen eine Erfindung sind. Von den Woken. Und dass es Depressionen nicht gibt. Und dass Selbstmord ein Zeichen von Schwäche ist. So hilft er also selbstmordgefährdeten jungen Männern. Ah ja. So sehr, dass die kanadische Regierung entschieden hat, ihm die Prohibition zu streichen und er nicht mehr praktizieren darf. Als Psychologe. Weil er gegen Wissenschaft arbeitet. So hilft man also Selbstmordgefährdeten. Indem man ihnen sagt, Depressionen gibt es nicht und Selbstmord ist ein Zeichen von Schwäche. Mir hat er geholfen und jetzt? Ich kann dir auch nicht helfen. Weißt du? Ich kann dir auch nicht helfen. Anekdotisch evident ist nicht so der Knaller, oder? Could be your brothers, fathers, sons, cousins, friends, or old acquaintances. I don't think it can be simultaneously true that we say everybody should get help, they all deserve compassion and understanding, but then demonize a clear growing trend that could bring economic and societal downturns just because it's cool to shit on men online, which would probably sound better if it wasn't me.
Was ist an der Red Pill so schlimm? Das ist an vielen Stellen wissenschaftlich belegt. Nein, ist es nicht. Fühlt sich nicht gut an, ist da nicht die richtige Antwort. Nein, es ist einfach nicht richtig. So, und jetzt hör auf mit wissenschaftlich korrekt zu antworten. Du Wichser hast dich hier hingestellt und gesagt, ah ja, also wenn die gesamte Wissenschaft dir erzählt, dass es Depressionen gibt und dass das ein Krankheitsbild ist, das genauso wie eine Grippe behandelt werden kann und sollte und dass das auch nichts ist, für das du irgendwas kannst, wo aber nur eine professionelle Behandlung dieser Erkrankung überhaupt helfen kann, und dann hast du irgend so einen Versager, der sich hinstellt und sagt, das gibt es nicht und Selbstmord ist ein Zeichen von Schwäche, also das Unwissenschaftlichste, was man sagen kann, und dann kommst du und sagst, aber mir hat's geholfen und sprichst davon, dass es unwissenschaftlich wäre, wenn man sagt, Red Pill ist Schwachsinn oder wie? Ah ja, okay, natürlich, unwissenschaftlich ist das. Oder ist es so, wie man es gerade braucht? Was ist mit seinen Erzählungen, dass Transmenschen eine kranke Ideologie in die Welt hinaustragen, die nur dazu gilt, unsere Kinder auszumerzen? Was ist denn damit? Hauptsache, es hat dir geholfen, oder was? A man saying this, but I am because it is important. The rise of the Tate cells, as well as the growing incel movement, hatred of women, conspiracy nuts, and a whole other host of issues exist because as a society, this issue is prevalent and persistent. I think society in general is too busy looking at the... Was für Leute hier VIP werden. Ey, Rebundo, ich hab's doch tatsächlich vor... guck mal, du hast 60 Nachrichten geschrieben und du hast es geschafft, innerhalb von 60 Nachrichten 4 Timeouts zu bekommen, weil du auch nur Unsinn erzählst. Also du gehörst tatsächlich in die Kategorie der Menschen, die auch ein VIP kriegen würde. Einfach, dass die Mods sofort sehen, wenn du hier irgendwas schreibst. The surface of those, idiots who follow this stupid rhetoric to understand the reason that they do is because they're lost and these people are telling them that it's okay. These grifters that are making them believe all these crazy wild things are the only ones who are compassionately speaking to these men. Of course. They're making them believe, and the truth is, they are speaking pure lies, designed almost entirely for personal gain and enrichment. So, let's talk about the real red pill. The reality of the matter is, the red pill does have some merit when taken at face value. There have been shifts in society that resulted in vastly different circumstances for everybody, but especially for young men. For starters, society has moved beyond where most people live, and if they live where society now does, they then lack the skills to interact in the real world. That as a sentence doesn't make sense, right? Let me explain. Society for most younger people, as well as for most lonely people, exists online. Their society exists on social media. But where is it that they need to be in order to actually better their situation? The real world with real people, face-to-face interactions and social situations. This problem is compounding. The more time people spend online, whether as an escape from the pressures of real life because they don't feel that they fit in, or for comfort, the less social they're going to become, the more awkward any potential interactions will go, and of course this leads to them being less and less likely to find the meaningful friendships or relationships that they need to live happily and normally. It's the self-fulfilling prophecy. And this is the problem that gets worse for the younger generation, especially after lockdowns where people have grown up on social media, hang out in person less, homeschool, go to college online, work remotely, date using apps, and generally skew towards hobbies that isolate them further. To put it simply, they spend less time with real people and therefore are less confident or capable people in face-to-face society, which is where they probably have the highest chance to meet people who are going to give them the things that they're missing in life and remove that loneliness. A lot of people nowadays have either grown up not learning how to socialize because of social media and the internet age, or they've forgotten, whichever one it is, they currently are not equipped with the tools to navigate the real world. You only have to look at cultures like Japan, where they literally have a word for this, hikikomori. We also have words in the West, neets, incel is obviously one that people throw around a lot when people are just... Hey, kann Weed Cobra einer zumindest für heute bannen? Ich glaube, wenn es eins gibt, was ich beim Thema nicht brauche, dann sind es Weed Cobra Beiträge, wirklich. Really bad at talking to women and of course are involuntary celibate.
losers when people don't have friends and can't seem to get into good social situations. This is a problem that transcends barriers of culture. This is how you know it just exists and it's growing in popularity just due to the way that people interact with the world. This of course plays into the next problem, which is dating in 2023. Most people believe that due to the shift of society being online, there is no alternative to meet potential friends or romantic relationships without dating apps. Instead, they find themselves swiping on Tinder, where statistically and common sense dictates results are directly tied to one attribute and one attribute alone: attractiveness. Let's be honest, most of us are not that good looking, and on an app that is basically unhealthy fast food, of course people are going to pick the tastiest snacks. There isn't nutritional value there that they care about because they're there for a quick bite, and whatever looks the nicest is going to be picked. The common sense thing here is that this has nothing to do with women or men. Of course, the red pill does present it as such, where women only want a 6 foot tall giga chad. This just has everything to do with the fact of the matter. If you show someone 10 people without any real indication of other redeemable or disqualifying traits, asking them to pick from the list using exclusively only their physical appearance, of course the result will mean the most attractive people get the most results. This leads to men becoming disenfranchised and thinking that women only want them if they're this thing that they are not, which essentially removes all of their responsibility in the situation, because what are they going to do? Grow taller? Get more attractive suddenly? When you take the problem out of somebody's hands and Es ist tatsächlich schwerer geworden, unabhängig von Looks. Ja, verglichen mit 50er Jahren auf jeden Fall, weil in den 50er Jahren ganz, ganz viele, also wenn man sich anschaut, dass es weniger langjährige Beziehungen gibt, dann ist das ja etwas, das man einfach ablesen kann. Aber so einfach darf man es sich nicht machen, weil ganz viel davon eben auch mit patriarchalen Machtgefällen, die langsam bröckeln, zusammenhängt. In den 50ern, 40ern, da haben ganz, ganz viele Frauen in sehr jungen Jahren heiraten müssen, weil sie wirtschaftlich abhängig gewesen sind von Hochzeiten. Also sie sind wirtschaftlich abhängig gewesen von Männern, die ihnen ihr Leben bezahlen. So, und dann hattest du natürlich auch nicht das Internet und hast dich eher in dem Bereich umgesehen, wo du jemanden finden kannst. Wenn du in einem Dorf mit 80 Einwohnern nur einen Mann hattest, im heiratsfähigen Alter, der noch nicht verheiratet gewesen ist, dann standen die Chancen sehr gut, dass du diesen Mann heiraten musstest, um nicht zu verrecken, ne? Oder gesellschaftlich gänzlich ausgegrenzt zu sein. Das bedeutet, die Anzahl der toxischen Beziehungen waren zu dieser Zeit ebenfalls um ein Vielfaches größer. Ja? Weil die Beziehungen eine Notwendigkeit gewesen sind aufgrund dieser patriarchalen Machtgefälle. Ja? Wenn du jetzt also die Aussage triffst, heute ist es viel schwieriger, dann stimmt die muss allerdings in den Kontext gesetzt werden. Frauen haben einfach mehr Rechte. Und vor allem haben Frauen mittlerweile das Recht, Nein zu sagen. Und vor allem Nein zu dir zu sagen. Und das führt zur Frustration bei Versagern. Ja. and their own ability to influence it, of course they're going to turn to things that are external and start blaming the people that are making these decisions because they... Deswegen gibt es auch so viele Männer, die einfach Angst haben vor selbstständigen, selbstbewussten Frauen. Weil die eine Gefahr sind. Eine Gefahr für unser Machtgefälle. Die Welt ist einfacher für Männer, wenn sie diktieren, was gemacht wird und bekommen, was sie wollen. Can't blame themselves, can they? Obviously, there is a factor that society has moved forward for women as well, giving them greater opportunities for careers and for pay. This has essentially killed the one main selling point every man on the planet had in the dating economy of old times, which is an income. Now men are required to bring more to the table than just a paycheck at a time when men seem more lost in their own value than ever before. Also because of healthcare increases. Und weil es dann immer noch diese Incels gibt, die sich so krampfhaft an genau diesen Gedanken klammern, kommt ja die Erzählung, dass Frauen nur mit reichen Männern zusammen sind. Ne? Ein normales Einkommen kann sich eine Frau selbst irgendwie beschaffen und ist nicht mehr auf den Mann angewiesen. Aber richtig reich wird man nur als Mann und deswegen kriegen auch nur die reichen Männer die Frauen. Ja, genau so ist es. Ne? Es ist krankhaftes Versagergelaber. Red Pill, Incel, Andrew Tate,
Hustler University, all diese Versager klammern sich an Rollenbilder aus den 40er Jahren und versuchen sie in 2023 als revolutionär zu verkaufen. Ja, es ist die gleiche verfickte Strategie. In den 40ern hast du gesagt bekommen, naja, wenn du als Mann eine Frau haben willst, dann musst du halt arbeiten gehen. Und dann kriegst du ein Einkommen und dann will dich auch die Rebecca schon heiraten. Ja, weil sie eben darauf angewiesen ist und selber kein Konto eröffnen darf und auch nicht arbeiten darf. So. Und jetzt sind wir im Jahr 2023 und was machen solche Idioten? Ja, die stellen sich hin und sagen, wenn du eine Frau haben willst, dann musst du mehr verdienen als sie und musst reich werden. Ja, dankeschön. It means that women can have children later, so they're not rushed by biology to have children when they're very young, which means they're going to mature and make better decisions about which type of people they're going to have in their life for the long term. Now is this the common man? Heavy Hitter, vielen Dank, Mann. Vielen Dank. Fault. Sure, somewhat, a little bit, because everybody can change and they all bear responsibility for their own circumstances to an extent. But it's also just the way society now exists, and it's kind of happened without anybody really paying too much attention until the problem now exists. And realistically, it's not a question of right or wrong. All of this, and much more, leads to the bigger overall problem of why the red pill and manosphere has grown so exponentially. Mit dem Alpha-Dreck-Gelaber ist kein Wunder, dass einige keine abbekommen. Guck mal. Das ist ja sehr viel vielschichtiger, ne? Das ist ja sehr viel vielschichtiger. Du musst dir alleine überlegen, dass Rollenbilder ja nicht nur Männern aufgezwungen werden, sondern ebenfalls Frauen. Frauen sind ja genauso beeinflussbar. Das heißt, es gibt auch Frauen, die genau nach diesen Rollenbildern streben und genau diese Eigenschaften auch in Männern für besonders attraktiv halten und. Das ist ja ein brutal vielschichtiges Problem. Und mit diesen einzelnen Erfolgsgeschichten, ja, damit verkaufen die den Dreck. Meine Oma hat ihren Vermieter geheiratet, weil sie sonst mit 3 Kindern auf der Straße gesessen wäre, nachdem mein Opa gestorben ist. Das wünschen sich die Incels zurück. Absolut, absolut. Weil das Leben für Männer einfacher ist, wenn ihre patriarchale Machtposition oder unsere Machtposition als Männer nicht angezweifelt werden kann. Ja? What do I mean? Well, in just about every walk of life, it's easier to blame something that isn't you. If you are this average unsocialized man who has little to no friends, no luck with the opposite sex, life's passing you by and you just don't know what to do about it, you've got no confidence, and your options for who to blame are yourself or society, chances are you're going to blame society. It's just easier to do. It's the self-defeating reality that if you do make the choice to blame society, it's going to change nothing about the circumstance and only send you down a path of manosphere, which is going to be further self-destruction, but that's what people are doing, whether knowingly or not. Now, of course, there are a million social stigmas of talking about problems or opening up emotionally to people, which for whatever reason is... Der Grund, warum Mental Health bei Männern nicht ernst genommen wird, sind übrigens auch wieder Männer. Es sind verfickte Rollenbilder. Es ist dieses Rollenbild, dass ein starker Mann keine Depressionen hat, dass Depressionen ein Zeichen von Schwäche sind, dass Selbstmordgedanken ein Zeichen von Schwäche sind und dass starke Männer auch nicht zum Arzt gehen, sondern das selber irgendwie durchstehen. Ja? Das ist nicht true, es ist gesamtgesellschaftlich. Ja, toxische Männlichkeit ist gesamtgesellschaftlich. Frowned upon as a man, but even less. In Russland begehen zum Beispiel deutlich mehr Männer Selbstmord. Überall begehen deutlich mehr Männer Selbstmord. Die Selbstmordrate bei Männern, gerade bei jungen Männern, ist brutal. Ist brutal groß. Ist der Punkt jetzt, dass Frauen schuld daran sind? Nein, Männer sind daran schuld. Wie kommst du darauf, dass ich den Punkt machen möchte, dass Frauen daran schuld sind?
Meinte Tex-Mex TV. Ah, okay. Der Grund, warum Männer deutlich häufiger Suizid begehen, ist, weil sie Depressionen, Burnout-Erkrankungen, psychische Erkrankungen in vielen Fällen einfach selbst behandeln. Und dann oftmals sogar mit bewusstseinserweiternden und gefühlsunterdrückenden Substanzen. So Alkoholkrankheiten sind relativ gang und gäbe, weil depressive Männer, bevor sie zum Arzt gehen, sich lieber eine Flasche Wodka reinpfeifen. Less likely to happen since, again, statistically men these days have less friends, and with the growing manosphere influence, those friends are more likely to tell you to stop being a pussy and watch a video about Andrew Tate with Giga Chad music in the background, because of course that will fix all of your problems. Yeah. Talking about them would be something only a beta male does. You obviously can't talk about it on social media either, because if I've seen anything about this, it's that people are just going to come in and say you don't deserve to have problems, because you're probably just a man. So of course when nobody's talking to you, nobody's listening to you, nobody's really representing your problems, when somebody shows up who looks like they're in shape, who looks like they're a really masculine man, who's doing all the things that you want to do, who lives the life that you would love to live, and he's the only person talking to you, of course you're probably going to listen. And these are just some of the factors that led us to where we are today. I'm sure there's going to be more, but I could be talking about this all day without addressing the next point, which is that the red pill is just capitalism and greed from life.